herzlich willkommen zu Future Skills, Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen. Ich bin Alexander Stein, heute ohne meinen heißgeliebten Co-Host Per Johomsen, der musste leider kurzfristig woanders hin, aber hinter der Technik sitzt mein, noch nicht Vereinskollege, aber freundlicher Mitorganisator, der Tim Schneider. Und heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Wir erforschen nämlich diesmal in dieser Folge einen Bereich, den wir so, glaube ich, noch gar nicht in der Gänze uns angeschaut haben. Wir waren schon mal im Marketing unterwegs, aber dort vor allem im Themenbereich, auch mit KI im Schwerpunkt, aber haben wir über Hypes und Trends und allgemeine Change-Entwicklung gesprochen. Und heute wollen wir mal ein bisschen konkreter gehen, weil vor allem hinter ihm auch noch zusätzlich zu ihm selbst als Persönlichkeit ein spannendes Unternehmen steht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen, Manfred Luigi Lugmeier. Ja, freut mich, dass ich hier sein darf am Freitagabend. Genau, wir nehmen das an einem Freitag auf, weil es gerade noch so in deinen Kalender gepasst hat. Zum Glück, bevor wir es dann am Mittwoch ausstrahlen oder wann immer ihr das gerade hört. Manfred arbeitet als Chief Marketing Officer bei Burgerme, einer Fastfood-Kette, kann man das, oder ist das zu, ich meine, euer Konzept geht ja eigentlich dahin, dass ihr der Linking-Pin zwischen dem üblichen negativ konnotierten Fastfood vom Goldenen M und dem mit der Krone und so weiter hin zu guten Burgerläden seid und dort eigentlich eine Brücke schlagen wollt mit einem klaren oder mit dem Vollfokus auf Delivery. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ja euer Versprechen auch in kürzester Zeit, waren es 25 Minuten vor Ort zu sein? Genau. Ja. Also wir nennen es gern Better QSR, also Quick Service Restaurant. Wir haben, also Burgerme gibt es seit 15 Jahren und wie du schon gesagt hast, Fokus ist Delivery. Und wir haben uns positioniert als Burger-Restaurant mit frischen Zutaten, großen Burgern, die für alle sind. Wir nennen es auch gern Everyday Burger. Wir haben ein breites Angebot, wo jeder von vegetarisch bis Fleischliebhaber und Chickenliebhaber alles finden und gemeinsam auch bestellen können. Mhm. Und an der Stelle muss ich wahrscheinlich einmal kurz den Hinweis machen, dass ihr kein Sponsor dieser Sendung seid. Also dies ist keine Werbung und wir mögen natürlich alle anderen Lieferanten auch so. Ne? Ich gehe auch gerne, vor allem mit den Kindern, zu McDonald's, zu Burger King, KFC, was auch immer es da noch gibt. Ja, den werden wir jetzt nicht raus. Und damit machen wir eine ganz kurze Werbeeinblendung in eigener Sache. Genau, den hat Tim verstanden. Genau, weil diese Sendung wird möglich gemacht durch uns und durch euch, unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, und eure Likes und Shares und Abonnements auf den entsprechenden Plattformen. Dadurch füttert ihr den Algorithmus und macht mehr Leuten unseren Content zugänglich und das Wissen, was wir hier uns erarbeiten mit unseren Gästen. Darüber hinaus möchten wir natürlich einmal kurz nochmal die Info streuen, dass wir einen gemeinnützigen Verein haben, der das Ganze organisiert für uns und trägt. Das ist der agilanorden.ev. Und wenn ihr mal als Sponsor auftreten wollt, als Gast oder Gast hier sein möchtet oder Vorschläge habt oder einfach nur eure Kritik loswerden möchtet, das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Wir gucken uns das alles an, ernsthaft. Aber ihr könnt uns auch gerne mal alles andere per E-Mail schreiben an info@agila-norden.de. Und damit kommen wir wieder zurück zu Manfred. Da haben wir das einmal kurz klargestellt und aus dem System raus. Und jetzt können wir uns ganz mit den Future Skills im Marketing und vielleicht auch im Delivery Service-Geschäft beschäftigen. Und lass uns einfach mal direkt reinspringen. Was ist derzeit deiner Ansicht nach der größte Wandel, der euch umtreibt? Ich würde sagen, die Etablierung in Deutschland in dem Bereich der Delivery-Plattformen. Wir hatten ja Jahre lang ein Quasi-Monopol bei Lieferando. Ja. Und seit 3 oder 4 Jahren jetzt ist Uber Eats und Wolt mit dem Spiel, und da ändert sich die ganze Marktdynamik gravierend, und wir sehen auch nach Corona eben viel mehr Teilnehmer am Delivery-Markt. Und diese Gemengelage
ist extrem dynamisch und challenging und das treibt uns am meisten um, wo wir auch uns strategisch aufstellen wollen und wie es strategisch da weitergeht. Also das sind so die großen Themen, weil natürlich extrem umsatzrelevant. Mhm. Und zusätzlich, was das alles noch ein bisschen schwieriger macht, ist eben die aktuelle Lage auf der Welt, die aktuelle Wirtschaftslage. Genau. Aber witzig, du bist seit langer Zeit jemand, der nicht KI als erstes nennt, sondern mal ein anderes Thema, obwohl KI natürlich bei euch wahrscheinlich auch, also ich gehe mal von, wir werden dann gleich noch in Bezug auf Marketing auch noch stärker darauf sprechen und eure internen Prozesse dazu, wo das dann auch relevanter wird. Aber lass uns gerne mal kurz beim neuen Markt, ne? Du hast es angesprochen, durch Corona, alle waren zu Hause, es wurde natürlich viel mehr Lieferservice konsumiert und das haben einige auch als Markteintritt dann genutzt. Kann man das pauschal so sehen, dass die große Übermacht aus USA, also ne, Uber Eats vor allem jetzt den Markt übernommen hat? Oder gibt es da noch keinen klaren Gewinner? Wie ist da aktuell die Lage? Nee, die aktuelle Lage ist schon noch so, dass Lieferando der größte Mhm. Marktteilnehmer ist oder der größte Marktplatz. Uber Eats und Volt sind die Challenger, die aber das Umfeld dann extrem verändern, weil jedes Portal kämpft um Kunden mit allen Mitteln, von Rabatten bis großen Angeboten, großen Werbekampagnen. Und wir als Marktteilnehmer sind da so mittendrin sozusagen. Mhm. Das mal ganz kurz über die Größe reden. Ihr im Vorfeld vor der Sendung haben wir kurz besprochen, ihr habt aktuell ein bisschen über 120 Filialen, wollt in absehbarer Zeit auf die 200 Filialen gehen. Wo steht ihr da in der Größenordnung mit den üblichen Marktteilnehmern? Also wir haben letztes Jahr über 100 Millionen Umsatz gemacht und sind dann, es gibt so ein Gasto-Ranking für der Food Service, wir sind so die Nummer 5 in den Burgermarken. Wenn man jetzt rein Delivery geht, dann sind wir dort die Nummer 3. Also je nachdem, wie man es misst. Mhm. Aber natürlich sind ganz weit vorne McDonald's und Burger King. Und die haben ja auch alle Apps. Habt ihr eine eigene App als Plattform? Genau, wir haben eine eigene App, einen eigenen Webshop. Wir nennen das gern Own Channel. Mhm. Der ist historisch auch älter als die Portale, Mhm. weil wie die Gründer angefangen haben vor 15 Jahren, gab es noch keine Portale, die kamen erst danach. Und deswegen ist auch unser eigener Kanal vergleichsweise sehr stark. Andere Restaurantketten, die ja später eingestiegen sind oder mit Delivery spät angefangen haben, die sind viel abhängiger von den Portalen als zum Beispiel wir. Mhm. Ah, spannend. Wie hat sich also vor allem seit Corona, da was ist es denn eigentlich streng genommen, der Absatzmarkt über die Plattform verändert? Also was war der Anteil vorher, der über Plattform ging? Also ich formuliere mal andersrum, haben die neuen Marktbegleiter eigentlich nur Lieferando das Wasser abgegraben oder gab es durch das Mehr an Plattformen tatsächlich auch ein Abwandern hin zu den eigentlichen Plattformen selbst gegenüber euren Own Sites? Beides. Für Kunden, speziell auch in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, ist es natürlich super attraktiv, auf den Portalen einzukaufen, wegen den ganzen Angeboten und Rabatten. Teilweise waren ja Kampagnen, wo zweimal 15 Euro oder dreimal 15 Euro Gutscheine verteilt worden sind. Das hat natürlich Impact. Und wenn dann auch jeder Euro umgedreht werden muss, dann ist sowas noch viel attraktiver. Also es hat sich schon einiges verschoben seit dem Markteintritt. Aber wir versuchen das natürlich zu stabilisieren. Wir haben jetzt auch neue Bestrebungen, den Own Channel wieder mehr in den Fokus zu nehmen, weil es natürlich profitabler ist, weil natürlich die Plattformen auch immer teurer werden. Also das ist natürlich auch eine... Ja, die wollen ja auch immer ein größeres Stück haben, sobald sie sich etabliert haben. Genau. Ja. Ist da denn mit einer Konsolidierung zu rechnen? Wir sehen es ja in Deutschland auch gerade in den letzten Monaten zum Beispiel am Carsharing-Markt, ja, wo einige zusammengekommen sind, aufgekauft wurden, geschluckt oder auch bei den E-Scootern. Und dadurch hat sich die Preisstruktur auch nochmal verändert. Ist das zu beobachten oder sind die Mitbewerber noch sehr stabil alleine aufgestellt?
Die sind sehr stabil, also da kann es nur einen Rückzug geben. Also eine Übernahme ist ausgeschlossen, weil hinter diesen dreien stecken ja große Unternehmen, die international tätig sind. Mhm. Das wäre eher unerwartet. Ja. Wie hat das eure Arbeit verändert? Ich meine, du hast gerade den Self-Channel angesprochen, ne? Das hat natürlich ein bisschen reduziert wahrscheinlich. Jetzt wollt ihr ihn wieder stärker haben. Das heißt, ihr stellt auch mehr Entwicklerinnen jetzt wieder an oder habt angestellt und investiert dort? Oder Aufgehört zu investieren. Also wir arbeiten da auch mit einem Softwarepartner seit vielen Jahren zusammen, mit Sites aus Berlin, die im deutschen Markt quasi der Leader sind im Delivery-Software-Business. Und die Software wurde auch vor Jahren, war Burger mit der Blueprint für die Infrastruktur dort. Da haben wir natürlich immer weiterentwickelt, aber was wir natürlich auch gemacht haben, wir haben auch auf die Portale fokussiert, weil dort der Hebel einfach größer war und der Umsatz leichter zu generieren war, weil natürlich viel mehr Aufmerksamkeit auf diesen Portalen lag. Und es ist immer aufwendiger und kostenintensiver, seinen eigenen Kanal zu vermarkten. Mhm. Aber da entwickelt sich ja so eine Dynamik, das läuft für eine gewisse Zeit gut und dann ändert sich wieder irgendwas und da muss man darauf reagieren. Und aktuell ist es eher so, dass eben diese Profitabilität auf den Märkten schwieriger geworden ist, auf diesen Marktplätzen. Und dadurch für uns es wieder strategisch interessanter ist, auf den Own-Channel mehr zu fokussieren. Man kann natürlich, also man kann nicht komplett weggehen zum Beispiel. Also man kann das nicht mehr abdrehen. Also man muss präsent sein. Ja, es geht nicht anders, weil es ist natürlich sehr viel Convenience in diesen Marktplätzen für die Konsumenten. Es ist eben diese Angebotsvielfalt, diese Vergleichbarkeit. Das sind ja große Faktoren, die Leute auf diese Portale bringt. Da interessiert mich noch die Arbeitsmarktsituation dahinter, ne? Wenn wir vor allem über Future Skills reden und ob sich da was getan hat. Ihr habt eine eigene Flotte an Fahrern, Fahrerinnen, um auszuliefern. Die, wenn ich das richtig weiß, die anderen Plattformen haben meistens ihre eigenen Leute. Und wir hatten eingangs ja schon gesprochen, ihr habt diese 25 Minuten als Versprechen. Schaffen das die anderen Plattformen einzuhalten oder gibt es da Schwierigkeiten? Also wir haben halt den Vorteil, dass wir das kontrollieren können und wir das managen können und andere, die eben die Flotten von den Portalen benutzen, sind immer abhängig davon, wie gut gerade die Infrastruktur dort ist und wie viele Fahrer in diesem Gebiet dort sind und wie viel, sage ich mal, Demand auf diesen Fahrern ist. Das heißt, es ist nicht so vorhersehbar und wir sind schon mit den 25 Minuten sehen uns weit vorne. Andere Plattformen sind eher so bei 30, wenn es gut geht, läuft es mit 30 Minuten, aber es gibt auch andere Zeiten dort. Und wir sind einer der wenigen, die eben so eine Flotte auch noch selber haben. Genau, und das ist auch ein großer Differentiator, den wir da haben und den wir immer versuchen, eben optimal zu platzieren und optimal auszunutzen, um uns abzuheben vom Rest sozusagen. Wie sieht es denn da am Arbeitsmarkt in den letzten Jahren und Monaten aus? Also du hast ja schon gesagt, neue Player sind am Markt, die ziehen natürlich Leute raus. Wir sehen es ja auch generell im Logistikbereich, wo die Nachfrage gestiegen ist auch, ne, durch ein höheres Paketaufkommen und so weiter, auch teilweise durch Corona und andere Aktionen und weil sich die Leute daran gewohnt haben. Merkt ihr das auch? Ist es schwieriger, an Personal zu kommen oder ist da einfach noch die Schwemme da? Also aktuell haben wir da keine Probleme. Es gab schon Jahre, wo das viel schwieriger war. Also ich begründe das dadurch, dass wir ein guter Arbeitgeber sind, dass wir, sage ich mal, eben direkt anstellen und direkt. Sub. Genau. Das ist ja schon mal ein großer Faktor. Da gibt es einschlägige Dokumentationen im öffentlichen Fernsehen, wo man sich das anschauen kann. Nee, und deswegen, auch wenn natürlich immer mehr Logistikunternehmen auf dem Markt sind, aber aktuell haben wir da keine Probleme, unsere Fahrer zu bekommen. Und das läuft gut. Okay.
Also auch weder in das eine noch das andere Extrem. Also ihr habt weder Fachkräftemangel, noch ist es ein extremer Arbeitnehmermarkt, gehe ich mal davon aus. Genau, es ist eigentlich sehr, ja, wie soll ich sagen, vorhersehbar, Mhm. entspannt, ähm, und aktuell nicht, kein Schmerzpunkt. Okay. Nehmen wir das mal kurz als Überleitung, weil ich würde dann gerne in den Bereich, in deinen wahrscheinlich eigentlichen Fachbereich reingehen, ins Marketing. Wie sieht denn Mhm. da aktuell die Marktlage aus? Bei den Mitarbeitern meinst du? Ja. Also kriegt ihr die Leute, die ihr Ähm, braucht? Wie viel sucht ihr aktuell? Ist es ein Arbeitnehmermarkt, Arbeitgebermarkt? Wie haben wir uns da in den letzten Jahren verändert bei euch? also aktuell ist es, glaube ich, also wir suchen aktuell nicht, aber es ist, glaube ich, eher relativ leicht, Leute zu finden aktuell im Arbeitsmarkt, was man so aus anderen Quellen hört. Wir sind aktuell in der Phase, wo wir uns gut aufgestellt haben und durch Effizienzgewinne Mhm. ähm, aktuell nicht mehr Leute brauchen. Wir arbeiten auch mit KI-Tools natürlich und, Mhm. und Da kommen wir versuchen gleich zu. Prozesse zu optimieren und zu skalieren. Wir machen sehr viel in-house und arbeiten mit einem großen Netzwerk an Freelancern. Deswegen ist das Ganze auch sehr dynamisch. Also ich habe in meinem Team eigentlich nur ein ganz relativ kleines Kernteam, das fix angestellt ist und dann einen großen Pool an Freelancern und Creatoren, Mhm. mit denen wir zusammenarbeiten. Genau, auf die interne Teamstruktur, das interessiert uns eigentlich auch immer sehr. Da würde ich aber gleich gerne drauf eingehen. Vorher Mhm. einmal auch um die Veränderung am Arbeitsmarkt. KI hast du jetzt schon angesprochen. Wenn wir so in den Zeitraum, den wir jetzt betrachtet haben, ne, seit Corona auch reingucken, hat sich natürlich auch einiges in den üblichen Marketingkanälen gemacht. Leute bleiben eher zu Hause, das heißt, ne, so Plakatwerbung und so weiter ist vielleicht, hat sich im Fokus verschoben. Social Media ist relevanter geworden, hat auch andere Plattformen mit unterschiedlichen Demografien und Präferenzen hervorgebracht. Wie hat sich da euer Setup? Also wie haben sich da eigentlich die Skills verschoben? Sucht ihr mittlerweile nach anderen Fähigkeiten, auch bei den Dienstleistern? Oder wie sieht das so in letzter Zeit aus? Ja, es hat definitiv über die letzten Jahre haben wir mehr Social Media Creators, Mhm. weil das einfach ein wichtiger Teil ist vom Marketing. Es ist der kostengünstigste Weg, Touchpoints zu generieren. Mhm. Auch Performance Marketing auf Social Media funktioniert aktuell immer noch sehr gut. Und deswegen ist der ganze Bereich für uns, sage ich mal, ein Schwerpunkt. Und da braucht man eben eine Vielfalt von Creatoren mit verschiedenen Skills und mit verschiedenen Zielgruppen, Appeals. Und es ist teilweise nicht so einfach, die richtigen Creator zu finden, ja, Mhm. ohne eben Riesenbudgets. Ja. Ja, natürlich, die Das ist Preise auch haben immer sich auch gut. entwickelt, ne? Also bei den Genau. Influencern, ne? Weil Influencer-Marketing ist natürlich ein großes Thema geworden. Da sind zwar viele nachgekommen, aber es ist halt noch eine Professionalisierung stattgefunden. UGC, also User-Generated Content, ist ne, so in zweiter Reihe, aber auch da hat sich das Angebot etabliert. Ne? Und, Genau. Das ist eben da die Skalierung hinzubekommen zu mhm. einem vernünftigen Budget. Das ist so die Challenge. Also einerseits produzieren wir Content selber mit unseren Okay, eigenen, da wollte ich sonst auch gleich nachfragen, ja. sag ich mal, rekrutierten Creators. Da muss man ja auch die richtigen finden, Mhm. die einerseits, sagen wir, keine Influencer sein wollen, werden wollen, Mhm. aber gut genug sind und kreativ genug sind und gute Kamera-Performance haben und vor der Kamera super agieren. Die Leute muss man finden, Ja. Ein um bisschen, eben auch ja, zum definierten Budget. Ja. genau. Ich muss ja immer so ein bisschen ans Model-Business denken. Ne? Die Leute müssen schön genug sein, aber dürfen halt die getragene Kleidung nicht überstrahlen. Ja, näher. Ich würde es eher so sehen, man braucht einen gewissen Grad von Kreativität und Mhm. eben, ja, die Kamera muss einen mögen. Mhm. Ja, das ist nicht für jeden. Und dann muss man eben die Leute dort erwischen, wo sie eben comfortable sind. Also, dass die eben damit, sage ich mal, dass die, für die das genau passt, dass sie für eine Brand Content machen und dafür bezahlt werden. Mhm. Und das ist ihr Ding. Und
und dann passt es. Und dann geht es natürlich, das ist die eine Sache, dass man selber Content kreiert. Für uns, also wir sind ziemlich erfolgreich auf TikTok über die Jahre und sind natürlich auch auf den anderen Kanälen aktiv. Und dann der andere Aspekt ist das ganze Influencer-Marketing. Also wie kriege ich meine Brand auch auf andere Kanäle? Da kann ich natürlich das 1:1, ich gehe da zu Influencer, versuche da was auszuhandeln, aber das hat sich ja über die Jahre, ist es komplexer geworden, weil so ein Einmal-Booking, das bringt nichts. Ja. Mhm. Man So lange muss sich dann zusammenarbeiten eigentlich. lange zusammenarbeiten, dann ist die Frage, was ist dann für ein Budget dahinter? Haben wir eine ganz gute Erfahrung mit einem Startup, das mit AI-Influencer sucht für Kampagnen und mit denen dann Deals aushandelt. Und das funktioniert gerade sehr gut, hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eben hat nicht so ein Management-Overhead, als wenn ich einzeln zu den Influencern hingehen muss und mit denen dann aushandeln muss und dann den nächsten, weil es skaliert einfach nicht. Ich brauche ja viele Influencer, um irgendwie Impact zu generieren. Ja. Und ja, in dem Umfeld bewegen wir uns da, versuchen da immer Wege zu finden, das optimal zu skalieren und dann den größten Impact zu haben. Das heißt auch, wenn man in dem Bereich Fuß fassen möchte, um da mal ein bisschen die Skills aktuell abzugreifen, was ich jetzt mitgenommen habe, ist, man sollte nicht darauf hoffen, dass man von den Unternehmen einzeln angesprochen wird, sondern wie in eurem Fall eher über Agenturen, über Vermittler und so weiter geht, also sich auch da ausrichtet, dort gefunden zu werden. Das habe ich jetzt verstanden. Man muss natürlich eine Präsenz auch aufbauen. Ne? Einfach nur mit dem Versprechen, dass man Reichweite erzeugen kann, funktioniert es nicht. Finde ich auch durchaus logisch. Welche ist denn wenn du das sagen darfst, aber welche ist denn für euch die beste Plattform, um Burger zu präsentieren? Also sind es die schicken Instagrams oder die eher trendlastigen TikToks oder was funktioniert gerade für euch am besten? Wo sollte man sich positionieren, wenn man im Delivery-Bereich sein möchte? Also Delivery ist ja ein bisschen spezieller, weil wir keine physischen Orte haben, wo uns die Leute erfahren können, wo sie die Brand erfahren können. Deswegen ist die digitale Story viel wichtiger und die Emotionen und die Brand zu kommunizieren. Und für uns hat sich TikTok als der effizientere Kanal etabliert. Wir machen natürlich auch auf den anderen Kanälen Content. Was wir aber auch sehen, dass das Performance-Marketing zum Beispiel auf Meta, also auf Instagram und Facebook, besser funktioniert in dem Bereich als wieder auf TikTok. Also es ist so eine, das habe ich auch schon von vielen Beispielen gehört. wo was funktioniert, aber von der Reichweite her funktioniert es für uns auf TikTok am besten. Ja. Wahrscheinlich eine skurrilere Frage, aber wir rätseln hier schon seit Monaten auch über die Daseinsberechtigung von LinkedIn als soziales Netzwerk oder halt als Business-Netzwerk. Ist das eine Plattform, die ihr bespielt? Vielleicht nicht unbedingt für die Produktwerbung, aber für die Unternehmensdarstellung? Oder hat LinkedIn für euch keine Präferenz? Nee, LinkedIn bespiele hauptsächlich ich als, sag ich mal, Personal Brand, zwar jetzt nicht mit super viel Aufwand, aber das funktioniert schon. Also man ist dann schon im Gespräch und kriegt auch Speaker-Slots. Also es ist ich finde es für mich funktioniert es schon sehr gut und wir präsentieren auch die Company. Wir haben eine Company-Website da und ich poste auch immer, wenn was Neues gibt, über das, was bei uns passiert. Und es ist kein großer Kanal, aber macht schon Sinn. Genau, aber du bestätigst, also ich höre daraus ein bisschen die Bestätigung von meinem Eindruck, dass es für Einzelpersonen, also Personal Brands, auch aber immer noch besser funktioniert als für Firmen. Ja. Da ist meine Vermutung, das wird zu schnell dann als Werbung wahrgenommen, obwohl eigentlich alle sich auf LinkedIn natürlich bewerben und vorstellen und präsentieren, aber das wird irgendwie im Feed dann immer noch mal anders bewertet und schneller weggeklickt, wenn da halt ein Firmenlogo ja, es ist schon ein People's Network. Ne? Also auch wenn das viele anzweifeln, aber es ist ein soziales Netzwerk eher, genau, nicht irgendwie ein geschäftliches Ding. Und man darf da auch, meiner Meinung nach, auch ruhig was Privates schreiben, wenn es halt zu der eigenen Marke und der Selbstdarstellung auch passt. Genauso, es muss halt ein rundes Bild sein, genau wie auf den anderen Plattformen auch.
Wie sieht denn euer internes Marketing-Team aus? Du hast jetzt ja gesagt, ihr arbeitet mit Agenturen, mit anderen Dienstleistern, Freelancern etc. Wie seid ihr intern aufgestellt zurzeit? Also wie schon gesagt, sehr kleines Kernteam mit 4 Leuten aktuell, die eben die Projekte managen. Marketing Manager, Social Media Manager Mhm. und dann noch 2, die technisch orientiert sind. Einer mit Fokus auf BI und den ganzen Daten und der andere mit Fokus auf Operational Technology und der ganzen Software, die wir betreiben. Also ich mache nicht nur im Team reines Marketing, sondern wir machen auch das Produkt Mhm. und die ganze Customer Journey. Ich habe einen technischen Background, deswegen ist das ganze Thema BI Ja, und wollte Data ich gerade Warehouse fragen. und all diese Sachen und die Analytics auch in meinem Bereich. Ja, du hast es ja gerade schon erzählt, du bist ja eigentlich, also vom akademischen Pfad her bist du Informatiker. Du hast ja Genau. Computer Science deinen Abschluss gemacht und hast damit Mhm. eigentlich, finde ich, auch einen sehr interessanten Brückenschlag zwischen Technologen und Marketer, den man ja häufig so gar nicht so sieht. Meistens sind das ja eher getrennte Kulturräume, muss man ja schon fast sagen. Wie wirkt sich das auf dein Marketingverständnis aus in der Arbeit? Ähm, also ich sehe es eben, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man ohne technischen Background heutzutage im Marketing überleben kann. Also, Mhm. weil eben, Ja, das ist auf definitiv ein äh, Wandel, der da stattfindet, ne? ja, Technologisch es ist getrieben. einfach, genau, also man ist omnichannel unterwegs, Mhm. größtenteils digital und überall unendliche Daten und Attributierung, Zuordnung, Auswertung, Profiling, ja, Analytics. Also es ist wahnsinnig komplex geworden. Tracking, Auswertungen, super viele technische Themen, die man durchdringen muss, wo man mit den Leuten reden können muss, die das dann wirklich machen. Mhm. Das ist auch im Endeffekt meine Transformation von reinem, ja, ich habe Informatik studiert, aber bin aber dann schnell übers Produktmanagement dann über die Jahre immer mehr ins Marketing Mhm. gewandert. Und der Core Skill da war, dass ich mit jedem reden konnte. Ich konnte eben das, was die Engineers gesagt haben, dem CEO erklären Ja. oder Und dem dann Kunden auch da erklären. die Brücke schlagen. Genau. Und ich bin eben nicht der beste Informatiker und deswegen habe ich da so mein Sweet Spot gefunden. Oh, das ist ein Und, Satz, den ich auch gerne bringe. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und habe relativ schnell gemerkt, dass also für Geld machen das andere besser, weshalb ich mich dann genau, auch genau. eher im Produktmanagement, Projektmanagement und dann organisatorisch weiterentwickelt habe. Ja, das kenne ich. Das resoniert. Ja. Würdest du dann aber unterschreiben, wenn ich sage, im Sinne auch von Future Skills, also die Fähigkeiten im Marketing werden oder die Anforderungen an die Fähigkeiten im Marketing werden techniklastiger, beziehungsweise man hat einen konkreten Vorteil, wenn man dort affin ist im Vergleich zur Vergangenheit? Ich denke schon. Also jetzt geht es ja noch ein Level weiter mit der ganzen Ja. KI-Entwicklung. Und das ist ja nochmal, sage ich mal, eine Evolutionsstufe. Da gehe ich weg von Infrastruktur und irgendwelchen Analytics und Daten. Und jetzt, wie kann ich dann aktuelle KI-Tools erstens verstehen? Wie kann ich diese ganzen Trends, diesen Entwicklungszyklus, der ja gerade extrem schnell passiert. Ja. Also vor ein paar Wochen waren noch Agentic-Systeme der Ansatz und jetzt auf der Data Unplugged haben die meisten nur noch über KI-Betriebssysteme gesprochen und nicht Mhm. mehr über einzelne Agents. Ja. Also es ist ja, okay, wie kann man das dann einordnen? Was ist dann die Strategie für mein Unternehmen, für meine Arbeitsweise? Also da ist ja viel technologisches Verständnis, um auch das zu verstehen, warum ist das so? Ja, warum entwickelt sich das? Warum gibt es da diese verschiedenen Ansätze? Oder was ist da die Dynamik? Muss man da jetzt drauf setzen oder erstmal abwarten? Ja, genau. Was ist ein Hype? Und Was diese ist nur ein Geschichten. Trend? Was können wir Genau, abwarten? Wo genau. müssen wir wirklich rein? Ja. Und ein anderes Beispiel, um da anzuknüpfen, ist ja zum Zeitpunkt der Aufnahme war
bis Anfang der Woche eigentlich Anthropic gerade vorne, so im Rennen der großen KIs. Und jetzt gestern, heute kam gerade neue Veröffentlichungen von OpenAI mit neuen Modellen, vor allem in der Image-Generierung und so weiter und überholen jetzt in den Tests wieder. Das heißt, da schwenkt ja auch die Begeisterung ständig hin und her. Ja? Genau. Und vor allem dieser technische Hintergrund ist meiner Erfahrung nach sehr gut dafür geeignet, frühzeitig zu antizipieren, was das technische Gelaber von den Nerds, ist es ja immer noch, die das produzieren, dann für mich bedeuten kann, bis es dann in Menschen- oder allgemeine Umgangssprache übersetzt wird und dann wirklich auf konkrete Anwendungen übertragbar. Und wenn ich da halt ein paar Wochen voraus bin, kann das durchaus einen Unterschied machen. Genau, das hast du ganz richtig gesagt, dieses Verständnis, was bedeutet dieses Geschwafel für mich? Ja? Mhm. Was ist jetzt gerade, ist es wirklich jetzt essentiell? Okay, ist das jetzt ein Sprung gewesen, der für mich technologisch relevant ist und da muss ich jetzt mitmachen sozusagen? Oder ist es letztendlich egal, ob jetzt gerade OpenAI oder Anthropic vorne ist? Es geht um die Kernfunktionalität, die im Endeffekt auch in Gemini gerade da ist. Mhm. Und weil das unsere Infrastruktur ist, kann ich das Ganze auch mit Gemini implementieren, obwohl es jetzt gerade nicht gehypt ist. Genau, ne? Aber die sind gut genug da dran und so weiter. Ne? Und dann passt das schon. Würdest du aktuell lieber einen Marketer mit technischem Affinität oder einen Informatiker mit Neigung zum Marketing, also ne, mit Social Media Präsenz etc. einstellen? Gute Frage. Ich würde wahrscheinlich lieber einen Marketer mit Technikverständnis Okay. einstellen, weil die Technik ja auch, also speziell jetzt im Bereich von Marketing mit AI-Tools ja, sage ich mal, einfacher zu handeln ist. Mhm. Ich brauche jetzt nicht einen super Informatiker, um diese Applications zu erstellen oder einen Prozess zu automatisieren oder ja, mir dann eine neue Pipeline hinzustellen, die Mhm. mit AI gepowert ist. Von dem her, ja, würde ich Okay. eher. Siehst du trotzdem eine Chance für aktuelle Informatiker in den Marketingbereich reinzurutschen und wenn sie da eine Brücke schlagen können? Ich frage gezielt auch, weil wir jetzt die letzten Jahre auch große Entlassungswellen im IT-Bereich gesehen haben, auch weltweit, nicht nur in Deutschland. Und natürlich sich viele jetzt fragen, so wie soll ich mich weiterentwickeln, wo kann ich zukünftig auch hin? Und jetzt haben wir gerade diese Brücke geschlagen, ne, zwischen Marketing und Technik, vor allem durch die technologischen Veränderungen bietet sich da gerade ein Bild. Siehst du da, jetzt hast du gerade gesagt, du würdest lieber den Marketer mit Technik im zweiten Aspekt halt bevorzugen, aber siehst du trotzdem die Karrierechancen für Informatiker? Ja, klar, speziell wenn es darum geht, eben in den Bereichen, wo Daten extrem wichtig sind. Ja. Mhm. Da ist immer noch extrem viel Room for Improvement. Also wie kann ich Kampagnen auswerten, wie kann ich die zuordnen, wie kann ich Kampagnen automatisieren, wie kann ich diesen ganzen Bereich effizienter machen. Da ist extrem viel Potenzial. Genau, da wollte ich nämlich auch gleich noch hin. Jetzt hast du es vorgezogen, weil du hast nebenbei ja schon erwähnt, ne, droppen lassen zum Beispiel BI, Business Intelligence, was jetzt nicht unbedingt ein Fachbegriff ist, den man von Marketern hört. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass du sehr datengetrieben arbeitest. Auf Also wen du Burgerme denn? ist extrem datengetrieben, es geht gar nicht anders. Mhm. Das bringt natürlich das Delivery-Geschäft mit sich, weil das fängt ja schon an, wie kann ich in den Restaurants optimal arbeiten, wie kann ich diese Mhm. Lieferzeiten überhaupt hinkriegen mit 25 Minuten. Da muss ja alles durchgepaced sein und die Abläufe digitalisiert sein und dann muss ich diese Abläufe, diese ganzen Daten, die da generiert werden während dem normalen Geschäft, dass ich dann alle zusammenfassen und korrelieren mit meinen ganzen Marketingkampagnen und ganzen Plattformen, wo wir aktiv sind. Und dann haben wir auch noch neben Burger.me noch 3 Virtual Brands. Das heißt, wir betreiben eigentlich 4 Marken Mhm. auf 3 Plattformen plus App plus Webshop. Und dann
bewerbe ich das auch noch alles mit Performance-Kampagnen und Affiliate-Netzwerken? Und wie soll ich das dann auch verstehen, wenn ich nicht ein eigenes BI und Data Warehouse habe? Definitiv. Ne? Also wo wir vor 10 Jahren oder beziehungsweise heute immer noch Firmen sehen, die halt ans Marketing angeflanscht vielleicht ein paar Analysten haben oder Data Scientists und mit denen zusammenarbeiten oder das vielleicht ein bisschen Market Research noch in den UX-Bereich mit reinschieben, höre ich jetzt hier bei dir ja auch sehr stark raus und bin auch ein großer Fan von, das wirklich auch mit ins Marketing aufzunehmen, ne? als Teildisziplin und da auch eigene Leute oder beziehungsweise auch auszubilden und zu schulen in dem Bereich, weil das immer, also vor allem im technischen Umfeld, Social Media, Online-Kampagnen etc. ja, und auch wie du sagst, ne, in der Produktion der Burger, also im Gastro-Segment dann von euch, ja auch eine ganz massive Relevanz hat. Ich frage mich gerade, wenn ihr so viele Daten habt, wisst ihr wahrscheinlich auch, wo es kulinarische Hotspots gibt, oder? Gibt es eine Region, wo schärfer gegessen wird, zum Beispiel? Nee, das ist uns noch nicht aufgefallen. Das wäre mal so, also Ja, findet man Leute, die auch gern scharf essen? So, das würde mich mal interessieren. ja, da haben wir vielleicht noch zu wenig Coverage in Deutschland und auch nicht die Varianz. Hm. Ja. Aber ja, also wir sehen dann nicht solche Patterns, wir sehen eher, wo die einzelnen Virtual Brands variieren, Ja, in der Regionen anders. Unser Fried Chicken Market ist in München, läuft da besser als in anderen okay. Märkten. Also da gibt es schon Unterschiede, aber es ist dann schwer herauszufinden, warum ist das Hm. eigentlich so. Aber Macht ihr das ist demografische Unterschiede? Also mich würde zum Beispiel interessieren, vor allem das Thema vegetarisch-vegan, ob das durch alle Altersgruppen zum Beispiel gleich verteilt durchgezogen ist oder ob es da klare Trends gibt. Gibt ja auch die Untersuchung, dass jüngere Leute aktuell mittlerweile weniger Alkohol konsumieren und solche Sachen. Hast du da ein paar Insights, die du teilen kannst? also wir haben das so genau noch nicht analysiert, aber wir haben auch was, was man auch erst über die Jahre irgendwie sage ich, erfahren muss, die Trends, die draußen sind, müssen sich nicht unbedingt aufs Delivery abbilden. Mhm. Also zum Beispiel der ganze Trend alkoholfreies Bier, Ja. der ist im Delivery nicht abbildbar. Da bestellen alle ihr Becks und fertig. Ja, oder eben nicht. Mhm. Aber wir haben die Angebote an alkoholfreien Bieren, da haben wir schon einiges ausprobiert, funktioniert einfach nicht. Spannend. Dann auch das ganze Thema vegan. Wir hatten auch mal komplett vegane Burger. Hat auch nicht diese Skalierung erreicht, Mhm. was wir jetzt dann gemacht haben, meat-free. Also Mhm. das ist einfach fleischfreie Burger, verschiedensten Varianten von Gemüse-Patty bis Fleischersatz-Patty. Das erreicht mehr Leute, das ist etabliert, das ist skaliert. Das ist für uns aber auch eher nur hauptsächlich wichtig, weil Familien bestellen, weil wir Mhm. eben für everyone, Everyday Burger, für everyone, und eben da immer öfter jemand dabei ist, der halt kein Fleisch isst. Ja. Und bei uns kann er aber auch was. Da gibt es eine breite Auswahl, dann kann er auch was finden. Und deswegen kann dann jeder bestellen, weil jeder seinen Burger findet. Und deswegen ist es relevant in dem Kontext. Eine letzte Frage vielleicht und dann lasse ich das Thema mal. Aber was mich persönlich umtreibt, ist, wird mehr extra Käse oder mehr extra Bacon geupgradet? Gute Frage. Bei uns ist aber extra Käse oder Käsesoße Oh, Käsesoße eher natürlich auch populär. göttlich. Ja. Ja, Aha, da nice. krieg ich schon Hunger. Gleich auf dem Rückweg nochmal anhalten. Ich habe tatsächlich, doch, ja, ich kann einen leichten Schlenker fahren und dann fahre ich an einer Filiale von euch vorbei. Vielleicht muss ich das noch machen. Ähm, okay, jetzt muss ich mich wieder auf den Podcast konzentrieren. Wir waren bei internen Marketing-Teams bei dir. Genau, dein Werdegang. Ich habe nämlich auch gelesen, du hast dir deine Sporen wortwörtlich im Wilden Westen verdient. Du warst ein paar Jahre im Silicon Valley unterwegs. Ja, genau. Ich war Hast ja auch 6 Jahre. gegründet und mitgegründet und dort einiges gelernt. Da Ja. würde mich mal interessieren, was ist denn so das also vor allem, wenn du im Startup-Bereich ja unterwegs warst und dort in Technologie-Startups und so weiter, was war denn so das Schlimmste, was du gesehen hast, was organisationsstrukturell abgelaufen ist?
Weil alle fragen immer nach den besten Sachen und die Hype-Geschichten. Mich interessiert mal wirklich so, was ist denn der Bodensatz von dem, was du mal erlebt hast? Ja, das Schlimmste ist, dass als wir im Silicon Valley gegründet haben, dieser Wettkampf ums Talent, das ja jetzt auch wieder in den News ist, Ja. das ist extrem challenging. Man muss dann mit Leuten zufrieden sein, die irgendwie für die Rolle in Frage kommen. Und das macht das Ganze extrem schwierig. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten Leute, die frisch von der Uni kommen, die haben eine Programmiersprache gelernt, die gibt es gar nicht. Also wir mussten denen erst, sage ich mal, die praxisnahen Programmiersprachen beibringen, bevor wir mit denen arbeiten konnten. Und andererseits brauchst du aber trotzdem schnelles Wachstum. Also du hirest eben extrem schnell, hast dann natürlich die Strukturen nicht, aber ne, der Venture Capitalist, der drückt und du musst wachsen und es gibt aber keine Talents. Also es ist eine Extremsituation. Und ich kann das sehr nachvollziehen, was aktuell wieder in dem Hype im Silicon Valley mit den AI-Companies abgeht, dass es für kleine Startups und neue Startups, speziell auch wenn man nicht so connected ist im Silicon Valley, wir waren ja auch so Frischlinge sozusagen, die da aus Deutschland da hingehen und dann zwar dann Funding bekommen haben, aber dann hat man ja auch noch kein Netzwerk und keinen Namen und da dann die Talents zu finden, mit denen man das machen kann, ist nicht einfach. Vermisst du diese wilde Zeit? Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt bei Burger Me ein bisschen ruhiger zugeht. Ja, es geht nicht ruhiger zu, aber gesitteter? Ja, also wir sind ja in Deutschland, es ist alles ein bisschen geordneter. Das war halt schon, es hat auch zu meinem Alter gepasst. Also ich war in meinen Mitzwanzigern und das war halt, ja, einerseits habe ich ja meinen Traum gelebt, also meine Mitgründer und ich, wir wollten unbedingt in Silicon Valley und dort gründen und das war halt das Höchste damals und haben es dann auch geschafft und waren zwar nicht, sagen wir, wir haben kein super Exit hingelegt. Ich war dann in anderen Startups tätig, nachdem unseres ausgebrannt war, weil das Timing nicht gepasst hat, weil wir gerade zur Endphase des Dotcom-Booms gestartet sind und dann war halt das Consumer Play vorbei und dann war auch das Funding weg und dann war halt eine Durchstrecke und ich war dann halt in anderen Startups tätig, bin da eben noch ein paar Jahre geblieben. Aber man lernt halt in sehr kurzer Zeit sehr viel und hat, ja, ist einfach eine spannende Zeit dort zu arbeiten, weil alles sehr auf dem höchsten Level sich abspielt, also auch finanziell und mit den Leuten, die man da interagiert. Genau, das ist eine ganz andere Energie dann, ne? Ja. Gibt es eine Lektion, die du mit nach Deutschland dann genommen hast, wo du sagst, so, also da bin ich froh, dass ich die gelernt habe und die hätte ich so auch am deutschen Arbeitsmarkt nicht, hätte mir das niemand beigebracht? Ich denke, dass dieses schnelle Wachsen, also dass man einfach sich das zutrauen kann, in seiner Rolle sich so schnell zu entwickeln und so viel Verantwortung zu bekommen in sehr kurzer Zeit und trotzdem das schafft. Also die Lernkurve war halt viel steiler und es ging alles viel schneller, als wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Ja. Und andersrum, gibt es Aspekte der Arbeitsweise von damals aus dem Silicon Valley, wo du froh bist, dass die nicht nach Deutschland rübergeschwappt sind? Also teilweise also ich hatte nach dem Silicon Valley auch so eine Phase, ich habe das immer alles, ich muss jetzt mal alleine arbeiten, habe dann meine eigene Firma lange Zeit gehabt im Content-Marketing-Bereich und habe dann mehrere Webseiten betrieben und lange Jahre alleine gearbeitet, bevor ich dann die ersten Leute da wieder eingestellt habe, weil ich skaliert bin. Aber da war auch viel Babysitting dabei. Also von Leuten, die nicht selbstständig gearbeitet haben oder das nicht, denn dann musst du genau sagen, was sie tun sollen. Und das hat mich dann, ja,
das hatte ich einfach total satt und das nehme ich mit oder begleitet mich immer, dass ich jetzt nur noch Leute einstellen, die eben selbstständig und selbstgetrieben sind. Das findet man, weiß nicht, ob es jetzt speziell ist zu Deutschland, aber ich habe es seitdem nicht mehr in meinem Umfeld. Ob das jetzt daran liegt, dass ich in Deutschland bin, aber weiß ich nicht genau, aber ich umgebe mich halt mit einem anderen Team als damals. Mhm. Cool. Dann, ich muss einmal kurz auf die Uhr gucken, wir haben noch ein bisschen Zeit. Würde ich nämlich gerne nochmal um das, ja, wir müssen über KI reden. Ja, ein bisschen hängt es mir und den anderen auch immer zum Hals raus, aber es ist halt gerade ein treibendes Thema. Welchen Einschlag hat bei euch eigentlich KI im Marketing hinterlassen? Es ist überall drin. Also Hm. von Kleinigkeiten wie, dass halt Gemini im Sheet drinnen ist und man drückt aufs Knöpfchen und kann mit den Daten sprechen, Ja. bis hin zu Konzeptentwicklung, bis hin zu Kampagnenproduktion. Also wir arbeiten da mit verschiedensten Tools, bis hin zu Auswertungen und ähm, Optimierungen im Data Warehouse. Also es ist überall drin und deswegen ist der Begriff KI als Betriebssystem immer passender. Mhm. Ähm, Hat es bei euch Leute ersetzbar gemacht? Die große Angst ist ja, dass es Jobs auflöst. Nee, nicht in dem Sinn, weil und zum Beispiel so ein kleiner Aspekt. Ich will zum Beispiel nicht, dass unser Produkt, also unsere Burger mit KI abgebildet werden, also Mhm. nicht generiert Ja, werden, das sondern wollte ich dass gerade wir auch dann echte, fragen, wo zieht ihr Grenzen? Ne? Also ich habe euch in den Social-Media-Kanälen auch nichts gefunden, wo ihr tatsächlich mit KI-Avataren oder halt mit generierten Bildern und sowas jedenfalls nicht für mich offensichtlich arbeitet. genau, also bei Burger Me gar nicht. Bei den Virtual Brands, also bei Projekt B haben wir gerade auf TikTok so eine Content-Serie gestartet und testen das gerade, die komplett AI generiert ist, Okay. aber kein Essen. Also wir Mhm. zeigen da nicht in diesen KI-Videos die Burger, weil da ist einfach immer noch, das ist so ein organisches Produkt, so ein emotionales Produkt, wenn das irgendwo nicht echt ist, Ja, und dann das sieht man ja nicht. registriert das Gehirn. Mhm. Und speziell wenn die Attention Span immer kürzer wird, hat man einfach nur diesen einen Moment, man zeigt jemand seinen Burger und der muss halt lecker sein, der muss sofort kommunizieren und nicht irgendwie künstlich sein oder irgendwie irgendwas Falsches. Und gleichzeitig finde ich das spannend, wenn man weiß, wie in der Werbefotografie getrickst wird. So, dass da ja vieles nicht essbar ist, was am Ende im Bild landet. Aber Ja, es ja, macht, wie du genau. sagst, das Gehirn unterscheidet das. Ne? Also diese Ja, Mustererkennung funktioniert bei haptischen Elementen immer noch anders als bei generierten äh, digitalen Bildern. genau. Also wenn ich ein anderes Produkt hätte, wie zum Beispiel eine Shampooflasche oder so, Mhm. dann würde ich schon sagen, dass man Mhm. Kreative ersetzen kann. Ja. Weil also die UCG-Videos, wo Kosmetik verkauft wird, die kann man komplett mit AI aktuell generieren. Da Aber ist, ist es denn wirklich ein Ersetzen? Ich habe bei dir ja vorhin verstanden, ihr seid ja in eurem ein relativ kleines Marketing-Team, effizienter gestaltet, unter anderem auch durch KI. Und ihr habt euch ja auch dorthin entwickelt, dass ihr vor allem Kampagnen managt, also an diesen Schnittstellen sitzt. Also ist es dann tatsächlich ein Ersetzen, das du dir vorstellen kannst? Oder ist es ne, also man ist kann, es aber, fallen Jobs oder fallen Aufgaben weg? Das ist vielleicht die andere Frage. es fallen, ne, also wie gesagt, wir arbeiten ja mit einem breiten Spektrum an Freelancern. Ich könnte dann eben Freelancer ersetzen durch, dass ich nur eine AI steuere, die mir diese Kampagnen, Performance-Kampagnen zum Beispiel entwickelt oder mir UCG-Videos generiert, Mhm. wenn mein Produkt eben anorganisch ist. Also wenn es einfach was ich, ein Lippenstift oder eine Creme ist oder so. Ja, oder Shampoo, wie du gesagt Irgendwas, hast. oder Shampooflasche. Dann sind aktuell die Tools gut genug, dass man das nicht mehr so unterscheiden kann, aber man kann halt in die Skalierung gehen und extrem viele Spots generieren, die sonst extrem teuer wären, weil das jemand machen müsste Mhm. oder ein Creator, der die umsetzen Genau, müsste. aber du würdest trotzdem noch einen Menschen hinsetzen, um zu prompten, um mit diesen Tools Ja, zu ja, klar. interagieren, um die Kampagne zu managen.
Ne, ja. das meine ich damit, das möchte ich gerne herausfinden, inwieweit da wirklich die reale Gefahr existiert, dass Jobs überflüssig werden oder ist es nicht einfach nur ein massiver Shift, der sich halt wie ein Jobverlust anfühlt, wenn sich vor allem wenn sich Leute mit einzelnen Aufgaben identifizieren. Naja, ich sehe eher die Sache in der Skalierung. Also ich glaube, Mhm. was passiert, dass man eben viel mehr machen kann, viel mehr Kampagnen, größeres Volumen fahren kann. Ja, Und deswegen stelle ich keinen zweiten ein, weil ich es ja mit der eine, der kann das machen mit der AI und skaliert. ja. Deswegen ist, glaube ich, der Effekt oft, dass man eben weniger Leute braucht, die man noch gar nicht hat. Also man stellt nicht neu ein. Ja, und das ist ein super spannender Punkt, weil das sehen wir auch, wenn wir uns historisch solche technologischen Wandel angucken. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer der Waltran, der ersetzt wurde durch raffiniertes Öl, also Paraffin. So, und dann wurde halt einfach Brennmittel, also Öl für Öllampen extrem viel günstiger, aber das hat nicht dafür gesorgt, dass die Leute die Ersparnis eingesteckt haben, sondern statt einer Lampe im Wohnzimmer für alle hat jetzt jeder Raum eine Lampe gekriegt. Also das gleiche Ja, Budget. Und das, was du sagst, finde ich da sehr interessant zu hören. Deine Formulierung ist so schön. Also es fallen Leute weg, die wir noch nicht hatten. So, ne? Also wir skalieren jetzt mit der gleichen Kapazität wie vorher, aber das ist was anderes also das ist ein anderes Narrativ, als zu sagen, naja, wir brauchen die Leute nicht. Also ja, ne, in beiden Fällen brauchen wir die Leute nicht, aber in dem einen bleiben wir jetzt einfach bei der Arbeitsleistung, die da ist. Und bei dem anderen hätten wir vielleicht jetzt noch ein paar mehr Leute angestellt, die wir jetzt nicht anstellen müssen. So, aber es ist erstmal wenigstens kein Wegfall von Arbeitskraft. ne, Ja, sondern genau, ne? Also es ist nicht diese Ersparnis und da steckt ja ganz viel auch von der Angst dahinter, dass durch diese Effizienzsteigerung und die dadurch erzeugte Ersparnis Personalbedarf wegfällt. Aber es bleibt mindestens gleich und natürlich macht das auch den Raum frei, wenn ihr noch weiter skalieren würdet, dann wäre natürlich vielleicht wieder eine halbe Stelle noch eine Stelle, aber weniger als mit den vergangenen Mitteln. Na, aber irgendwann muss halt doch nochmal jemand für die Kommunikation dann eingestellt werden. ja, also es kommt natürlich auch auf das, wir sind ja in dem Sinn ein kleines Team und da hat man äh, auch mehrere Hüte auf sozusagen Mhm. und da ist es sowieso schon nicht so, dass ich jemand einfach so ersetzen würde. Ich mache ihn halt leistungsfähiger und Ja. ich kann besser skalieren. Das ist natürlich eine große Firma, wo eben schon skaliert wurde, eine Rolle mehrfach besteht und die sehr spezialisiert sind. Wie zum Beispiel, was weiß ich, ein Callcenter bei der Lufthansa und ich kann da den First Level ersetzen durch eine AI, dann fallen natürlich Jobs weg, Mhm. weil ich brauche diese Rolle dann nicht mehr, weil der First Level Support ist automatisiert. Ähm, Ja, da würde mich interessieren, also da brauchen wir wahrscheinlich dann auch nochmal einen Gast, weil da würde mich interessieren, ob die Leute, in die man ja schon investiert hat, ob man die wirklich gehen lässt oder nicht wenigstens versucht, die woanders dann auch gewinnbringend einzusetzen. Weil aus einer wirtschaftlichen Betrachtung wäre es schon auch ein Risiko, also dieses Investment einfach flöten gehen zu lassen, plus die Motivationsverlust, plus die Angst, die man vielleicht in den hinterbliebenen Belegschaft dann noch auslöst und so weiter. Aber das ist ein spannender Punkt. ja, sicher. Ich glaube, da gibt es verschiedenste Beispiele. Ja, Speziell in Amerika sind die teilweise sehr aggressiv. ja, und Aber man, da passiert ja auch viel mit, da gibt es Layoffs und jeder sagt wegen AI, aber das stimmt dann gar nicht, wenn man genau hinschaut. Es das sind ist dann wirtschaftliche Probleme. Also ja, da genau. weiß man ja nicht genau, was. Fehlinvestitionen, dass Personal rausgenommen wird, einfach um den Aktienkurs, der gerade gebeutelt ist durch geopolitische und makroökonomische Geschichten, um den gerade zu ziehen kurzfristig, ne, um die Anleger nicht zu vergraulen. Da wird ja auch sehr viel unter dem Deckmantel KI gemacht, weil es halt Genau. funktioniert und die Leute dann auch nicht durchblicken oder nicht schnell genug. Und gleichzeitig sehen wir auch in den letzten Wochen also neue, frische und ausufernde Berichte, wo wo tausende CEOs gefragt wurden, ob es wirklich eine Effizienzsteigerung gab und über 80% sagen, nein, wir sehen sie tatsächlich nicht. Ne? Also die KI-Investitionen lohnen sich nicht in dem Ausmaß. Oder auch, dass ein großes Rehiring stattfinden wird, gerade von mehreren großen Analysefirmen halt. Auch
angesagt wird, dass das wieder rückläufig ist. Also dass Leute zu früh entlassen wurden auf Mhm. Basis der ganzen Versprechungen, die jetzt nicht eintreten und deshalb sehr viele Leute wieder zurückgeholt werden müssen. Und ich sehe es auch selbst bei mir, ich bin ja in meinem anderen Leben hier neben dem Podcast, neben der gemeinnützigen Arbeit, auch selbstständig und ich sehe es auch beim Kunden, dass dort Leute, die gegangen wurden, dann wieder als Externe wieder reingezogen wurden. Weil man gemerkt hat, auch so ganz funktioniert das dann doch nicht. Da wird die Zeit noch einiges zeigen. Auf alle Fälle. Ja. Apropos Zeit. Ich sehe gerade, ja, genau, Tim gibt mir nämlich gerade das Zeichen, ich habe es auch auf meiner Uhr schon gesehen, wir müssen langsam in den Abschluss kommen. Leider, ich fand es bisher sehr interessant und spannend. Darum lass uns aber nochmal auf dich persönlich zurückkommen und auf deine Future Skills. Wo siehst du denn eigentlich deine Arbeit als Chief Marketing Officer? Wie hat sich das in den letzten Jahren gewandelt? Machst du immer noch den gleichen Job wie sagen wir, zu Corona-Zeiten, also in den letzten 5, 6 Jahren? Oder hat sich da auch dein Skillset wandeln müssen? Nee, das wandelt sich kontinuierlich von, sage ich mal, vielleicht von mehr marketingorientierten Aufgaben hin mehr zu technischen Und ne, BI, Aufgaben und datenbasiert hast du ja auch schon erwähnt, dass das stärker wird. genau, viel datenbasiert, auch viel Effizienz und Rendite, ähm, die aktuell immer wichtiger ist. Mhm. Speziell, weil die wirtschaftliche Lage eben schwieriger ist, rückt plötzlich Rendite in den absoluten Fokus. Klar war immer wichtig, dass Umsätze auch irgendwo auch Gewinn bringen, aber es war Die Leute sind nervöser Wachstum viel geworden. wichtiger. Ne? Ja. Und jetzt ist es viel wichtiger, dass der Umsatz auch wirklich rentabel ist. Und das ändert natürlich auch extrem viel. Ich muss viel genauer kalkulieren. Ich muss meine Datenmodelle noch genauer machen, muss die ganze Food-Kost mit reinnehmen und die Kosten der Auslieferung. Also da hat sich schon sehr viel gewandelt, Okay. wie wir auf die Daten schauen. Man kann ja immer aus verschiedenen Blickwinkeln und mit verschiedenen Motivationen auf Daten schauen. Und Ja. Hat KI und andere technische Veränderungen Teile deiner Führungs- und Managementaufgaben ersetzt? Es hilft mir bei den Briefings, also für Projekte. Also da kann ich viel schneller, Ja, ne? viel detaillierter. Automatisiertes Genau, Arbeiten, ja. genau. Also das beschleunigt es schon alles, dass die ganzen Abläufe schneller und besser kommuniziert werden Genau, aber können. du lässt noch nicht die KI-Agenten deine One-on-Ones führen. Nee. Ganz absurd, aber, also ich weiß auch nicht, ob es ernst gemeint war, aber ich habe schon Berichte davon gesehen und Videosketches und so weiter. Ich frage mich, ob das wirklich angeboten und genutzt wird, weil das finde ich schon sehr gruselig. Und auch Ja, das geht, nachvollziehbar, dass dann Leute zurückschrecken. ja, das ist vielleicht ein bisschen. Und vor allem hätte ich auch viel zu viel Schiss vor, also als Deutscher sowieso, Datenschutz und so weiter, aber generell Data Security, wenn ich mir vorstelle, wie Chatbots schon ausgenutzt werden, um Rabatte beim Autokauf auszuhandeln, wie viele Gehaltserhöhungen dann auf einmal durchgehen, wenn die halt dann Prompt Injection im KI-Call machen. Ja, da schwant mir Böses. Was sind denn was siehst du denn für dich jetzt noch als Weiterentwicklung? Also was sind deine persönlichen Future Skills? Hast du aktuell Weiterbildung auf dem Schirm, Bücher, die du dir bereitgelegt hast oder liest? Gibt es Konferenzen, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall im Marketingbereich hingehen? OMR steht ja zum Beispiel auch bald wieder an. Ist das relevant für dich oder hat sich da auch was gewandelt am Eventmarkt? Breite Also ich Frage, war, aber ja, ich war letztes Jahr auf der OMR. ja. Also dieses Jahr bin ich nicht. Ich glaube, man muss nicht jedes Jahr hingehen. Und sie wird halt, also kurzer Abstich an den Eventbereich. Wir machen ja nicht nur, also mit dem Agiler Norden e.V. ja nicht nur diese Veranstaltung mit dem im Podcast-Format, sondern auch andere User Groups und Meetups und kleine Konferenzen. Und wir merken seit mehreren Jahren, dass die Nachfrage und die Beteiligung an kleineren Formaten stark abnimmt. Und ein paar Gewinner rauskommen. Und in jeder Branche gibt es dann 2, 3 große Kongresse oder die großen Veranstaltungsreihen, die dann extrem viel Zulauf bekommen. Das ist im Marketing UMR zum Beispiel, das ist dann die Gamescom in der Spieleindustrie und so weiter, die dann wirklich rausstechen und dann absurde Formen annehmen. Und bei der OMR habe ich zum Beispiel auch viel mitbekommen, dass die Leute durch FOMO geplagt sind und deshalb gar kein richtiges Netzwerking mehr machen, weil sie da noch schnell den
was ist, den Marsch mit Kapelle der einen Firma noch sehen wollen, weil das gerade so das virale Event ist und dann schnell zur nächsten Ecke hetzen müssen. Und das Eigentliche, warum man da geschäftlich auch vor Ort ist, dann auf der Strecke bleibt, weil eigentlich das Format überfordert ist. Ja, ist eben sehr groß. Also ich war positiv überrascht von der Data Unplugged, Mhm. weil hat sich fast schon wie so ein kleines OMR angefühlt. Es waren auch Ja. teilweise Speaker auf der Bühne, die auch auf der OMR dann sind, aber man hat es halt in einem kleineren Rahmen. Und so klein ist es auch nicht, es sind 15.000 Leute. Ja. Aber es war viel easier. Ja, also war halt einfach nicht so groß wie die OMR. Und OMR ist halt ein Massenevent. Mhm. Aber muss man auch mal gesehen haben, muss man aber nicht jedes Jahr machen. Mhm. Und ansonsten, also eins, was im Mai bei mir ansteht, ist Management-Training. Das finde ich immer mal ganz interessant, andere Strategien, wie man Teamführung macht, da sich weiterzubilden. Darfst du verraten, was du dir gezielt rausgesucht hast? HR hat das rausgesucht. Ich habe es jetzt nicht im Gedächtnis, Okay. was es genau ist. Es hat so ein bisschen, es geht auch in so eine Richtung Gastro, was uns auch hilft, unsere Franchise-Partner ein bisschen besser zu verstehen, was da die besten Prinzipien sind und das auch so ein bisschen, also ich komme ja eher aus dem ganzen New Media oder Startup und diesen Management-Ansatz und jetzt kriege ich da eher Einblicke in so traditionellere Managementstrukturen, Küche, die halt Service, für Gastro sag ich mal, optimal sind. Ich hoffe, dass man heute weniger anschreit als früher. Ja, das ist auf alle Fälle so. Da hat sich ja auch die Gastro ein eigenes Ei gelegt, in Bezug auf den Fachkräftemangel. Aber ja, ich glaube, da habe ich auch schon gemerkt, dass da ein Umdenken stattfindet. Aber das ist spannend, da nochmal gezielt in andere Branchen auch, ne, weil ja, Führungstrainings wollen immer viele haben. Ich bin ja selber in dem Bereich aktiv und bilde aus und betreue individuell Führungskräfte. Und da nochmal sich aber in anderen Branchen zu bedienen, die angrenzend sind, ne, um da nochmal. Ja, ist ja für uns natürlich super relevant. Also ich komme ja nicht aus der Gastro, das ist ja auch so ich habe vorher nichts mit Gastro gemacht und deswegen macht es total Sinn, da noch tiefer einzusteigen und die Denkweisen und es geht ja viel um Mindset. Ja, das ist auch ein anderer Kulturkreis, ne? Da muss man auch schon sagen, anderer Umgangston, eine andere Historie. Wenn ich das schon vergleiche, auch historisch die Einflüsse von einigen Branchen, ne, wo dann vielleicht mehr aus der Bankerkultur drin ist oder mehr Ingenieurswesen und deshalb auch anders geführt und auch gefolgt wird. Also die Erwartungshaltungen sind ja dann auch andere und da muss man auch vielleicht die gleichen Frameworks, aber anders einsetzen. Und wir sehen ja auch viele Debatten, wenn es im Bereich im weitesten Sinne um New Work geht, ne, 4-Tage-Woche und oder flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und so weiter, wie stark die Debatten da auseinandergehen, vor allem wenn man sich einzelne Positionen in unterschiedlichen Branchen anguckt. Ne, wo das selbstverständlich ist, nachvollziehbar, wo einige sich sehr schwer mit tun, das überhaupt sich vorzustellen, so da und auch viel aneinander vorbeigeredet wird. Und da Brücken zu schlagen, ist natürlich sehr sinnvoll. Cool. Tim, wir müssen leider Schluss machen. Ja, er nickt. Verdammt. Schade. War ein schönes Gespräch, Manfred oder Luigi. Fand ich auch. Vielen Dank, dass du hier warst und das mit uns durchgezogen hast heute noch auf dem Freitag. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen da draußen. Bevor wir jetzt aber Schluss machen, gibt es auch für dich, wie sagt Per immer so schön, wir verteilen keine Rosen und verschicken keinen Wein, sondern wir pflanzen auch für dich diesmal einen Baum im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern. Du kriegst im Nachgang in den kommenden Tagen dann noch eine E-Mail mit den exakten Koordinaten, dass du, wenn du mal da vorbeifährst, auch mal dir das Ding angucken kannst, damit wir so ein bisschen unseren Fußabdruck hier und den Energieverbrauch ein bisschen ausgleichen. Und damit wollen wir dir nochmal extra Danke sagen. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein konnte. Hat extrem viel Spaß gemacht. Super. Danke auch an Tim und Grüße gehen raus an Per, der hoffentlich nächstes Mal wieder dabei ist. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Und wenn ihr wirklich jetzt noch dabei seid, dann auf jeden Fall abonnieren, liken, subscriben und so weiter und so fort. Ich bin Alexander Stein und wir sehen uns in der Arbeitswelt von morgen.